Willkommen in der allgemeinchirurgischen Abteilung des Uniklinikums Tulln. Unsere 3 großen Bereiche sind der stationäre Bereich, bestehend aus 36 Betten, der ambulante Bereich, wo wir die allgemeine Ambulanz haben, aber auch Spezialambulanzen wie die Proktologieambulanz, Schilddrüsenambulanz oder auch Refluxambulanz. Ein großer Teil ist natürlich auch der OP. Auf der chirurgischen Station wird die tägliche Visite vom diensthabenden Oberarzt oder der Oberärztin übernommen. Hier hat man die Möglichkeit, mit dem Patienten intensiv in Kontakt zu kommen und auch die weiteren diagnostischen Schritte zu planen. In der Ambulanz sehen wir die Patienten, die von der Erstversorgung für die chirurgische Ambulanz vorgesehen sind. Manche Patienten werden auch direkt vom praktischen Arzt in die chirurgische Ambulanz überwiesen. Die Krankheitsbilder, die wir hier oft sehen, sind Bauchschmerzen, die einer weiteren diagnostischen Abklärung bedürfen. Dazu haben wir auch ein Ultraschallgerät, wo wir uns selber einen Überblick schaffen können. Für genauere Abklärung haben wir natürlich unsere radiologische Abteilung, wo wir Röntgenbilder und Ultraschall oder auch ein CT durchführen können. Wir können auch hier gleich direkt in der Ambulanz ein Labor abnehmen, um eventuelle Entzündungszeichen gleich zu erkennen. In unseren Spezialambulanzen behandeln wir die Patienten, die gezielt zu speziellen Fragestellungen zu uns geschickt werden. Wir haben unter anderem eine Refluxambulanz, wo wir eine Ösophagusmanometrie und eine Peametrie durchführen können. In unserer Schilddrüsenambulanz werden die Patienten herausgefiltert, die einer operativen Sanierung bedürfen. Die anderen Patienten können dann meistens im niedergelassenen Bereich weiter behandelt werden. In der proktologischen Ambulanz oder auch Enddarmambulanz haben wir Patienten, die zum Beispiel mit einem Hämorrhoidalleiden zu uns kommen, aber auch Fragen wie ein Rektumkarzinom oder eine Analfissur. Unsere chirurgische Abteilung betreibt hier auch ein Trainingszentrum, wo einerseits laparoskopische Fähigkeiten trainiert werden können, aber auch endoskopische. Wir haben dieses Zentrum natürlich für die eigene Ausbildung zur Verfügung, aber wir bieten auch Kurse an, die für interessierte Assistenzärzte in ganz Niederösterreich zur Verfügung stehen. Unser OP-Plan ist dicht gedrängt. Die häufigsten Krankheitsbilder, die wir hier bei uns selektiv, also geplanterweise operieren, sind einerseits Hernien wie ein Leistenbruch oder auch ein Bauchwandbruch, sowie auch Dickdarmoperationen im Rahmen einer onkologischen Therapie. Häufige Operationen sind auch die Entfernung der Gallenblase, sogenannte Cholecystektomien. Diese Operation ist allerdings auch oft in einem akuten Setting notwendig bei einer akuten Gallenblasenentzündung, wo man innerhalb von 48 Stunden den Patienten die entzündete Gallenblase entfernen sollte. Überhaupt muss man sagen, dass wir hier in unserem Krankenhaus relativ viele Akutpatienten haben, zum Teil auch Kinder, die mit einer Blinddarmentzündung zu uns kommen, die in den meisten Fällen laparoskopisch zu operieren ist. Ein kleiner, aber nicht unwichtiger Teil unserer chirurgischen Tätigkeiten ist die operative Versorgung im Rahmen von Folgeerkrankungen bei Diabetes und Durchblutungsstörungen. Hier ist es manchmal notwendig, auch Gliedmaßen abzunehmen. Mein Name ist Raffaella Fertl und ich bin Kontinenz- und Stoma-Beraterin hier im Universitätsklinikum Tulln. Was uns besonders auszeichnet hier ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Chirurgen und mir, und die sind natürlich dann auch für die Indikation und für die Anlage eines Stomas verantwortlich. Ein Stoma an sich ist ein künstlicher Darmausgang und wird in einer Akutsituation von einem Chirurgen mit einer Operation angelegt. Hier haben wir einen einteiligen Stomabeutel. Mir persönlich ist es am liebsten, wenn wir das im Sitzen oder im Stehen machen, weil der Patient dann auch geschult wird, das zu Hause so zu machen. Hier habe ich Waschlappen hergerichtet zum Reinigen für den Stoma und für die parastomale Umgebung. Wenn die Haut dann wieder gut abgetrocknet ist, kann man den Beutel anbringen. Der wird von unten nach oben angebracht, sodass der Patient das auch sieht. Er wird im Zuge dessen auch geschult.